Hallo Johannes. Hallo Arend. Ich bin hier gerade dabei an Aufräumen, da habe ich diese Klappe gefunden. Oh ja. Die wollte ich gerade ins Lager wieder zurückbringen. Wollen wir noch mal zeigen und gucken, wie die funktioniert? Ja, gerne. Die ist ja hier verbaut. Ja. Ich hole dann jetzt schon mal den Kabeladapter und wir haben ja noch eine gehabt, die hat nicht mehr richtig funktioniert. Dann können wir mal das Gute und das Schlechte zeigen. Ja, es handelt sich hier um eine sogenannte differenzierte Saugrohranlage. Hier wird mittels Klappensteuerung, entweder eine oder mehrere Klappen, dafür gesorgt, dass in allen Betriebszuständen die optimale Luftfüllung in die Zylinder gelangt. Ja, hier sehen wir das Ansaugrohr und hier an dieser Stelle sitzt dann diese Saugrohrklappe seitlich eingeschoben. Ich habe jetzt den Originalstecker abgenommen, habe die Ansaugbrücke mit einem Dummy verschlossen und zeige jetzt anhand dieser Klappe, wie sie funktioniert. Dabei starte ich jetzt gleich den Motor, dann wird man gleich sehen, bei Zündung an wird die Klappe sich einmal bewegen. Danach bei erhöhter Drehzahl wird die Klappe sich öffnen und damit an jedem Zylinder gleichmäßig die Luft ankommt. So, wir sehen jetzt nach dem Start, schließt die Klappe. Im Grunde genommen haben wir jetzt das kleine Volumen im Ansaugkrümmer. Wenn der Arend jetzt die Drehzahl erhöht, auf etwa 3.000 bis 3.500 Umdrehungen, sehen wir gleich, dass die Klappe öffnet. Und jetzt öffnet die Klappe. Tauschen wir mal die heile Klappe gegen eine kaputte aus, die in diesem Fahrzeug verbaut war. Dieses Fahrzeug hat 160.000 Kilometer gelaufen und diese Klappe arbeitet nicht richtig. Was man hier auch schon sieht an dieser Klappe ist, dass sie sehr stark verölt ist. Das wird damit zusammenhängen, dass hier Öl im gesamten Ansaugkrümmer vorhanden war. Ursächlich dafür ist eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung. Das heißt, die Kurbelgehäusedämpfe, die natürlich mit Öl behaftet sind, wurden nicht mehr ausreichend entölt. Dementsprechend ist Öl in den Ansaugkrümmer gelangt und hat hier das Bauteil nachhaltig geschädigt. So, wir starten jetzt nochmal das Fahrzeug und sehen schon, im Einschaltmoment müsste die Klappe einmal zugehen. Das tut sie nicht. Sie bleibt so fast offen stehen. Normalerweise müsste sie jetzt verschlossen sein. Das heißt, hier dieser Raum müsste zu sein. Wir beschleunigen jetzt mal auf knapp 3.300 Umdrehungen. Und wie wir sehen, jetzt bewegt sie sich. Jetzt gehen wir mal wieder drehzahlmäßig runter. So, sie müsste jetzt schließen, bleibt aber hängen. Das heißt, sie ist mechanisch defekt. So, wir konnten jetzt sehr gut darstellen, dass die Klappe nicht richtig gearbeitet hat. Man merkt es eigentlich, je nachdem, wie die Klappe gerade steht. Wenn sie offen bleibt im Leerlaufbereich, habe ich den Effekt, dass der Motor unrund laufen wird und dass er von unten herum in der Beschleunigung Leistungsprobleme hat. Haben wir den Effekt, dass die Klappe geschlossen ist, haben wir ein Endgeschwindigkeitsproblem und im oberen Drehzahlbereich ein Leistungsproblem. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick ins Innere dieser Klappe. Wir haben hier mal eine aufgemacht. So, hier sieht man schön, ist eine Platine verbaut und ein Stellmotor, der die Klappe bewegt. Ja, Fehlerursachen können sein, eben wie gesagt bei dieser einen Klappe, wo das Öl drin ist. Irgendwann setzt die Elektronik aus. Das zweite ist, dass hier mit der Zeit irgendwann Zahnrädchen brechen können, beziehungsweise diese Klappe ist ja aus Kunststoff, vom Metallbügel, das schlägt aus und wird irgendwann nicht mehr mitgenommen. Das sind so die üblichen Fehlerursachen für diese Bauteile. Das Gemeine an dem Fehlerbild ist, dass wir, wenn wir den Fehlerspeicher auslesen, wir haben jetzt die defekte Drosselklappe wieder angeschlossen. Wenn ich den Fehlerspeicher auslese, werde ich nichts finden. Wir haben hier mal einfach Fehlerspeicher auslesen und er sagt, kein Fehler gespeichert. Das heißt, hier müssen wir schon eben drüber nachdenken und wissen, welche Funktion dieses Bauteil hat, um dann über die Symptomatik zu schauen, was kann da defekt sein. Was man machen kann, man kann einen sogenannten Stellgliedertest machen. Hier über den Tester können wir die Saugrohrumschaltung, in diesem Fall gibt es nur eine, das heißt, wir wählen die erste aus, starten die Saugrohrumschaltung. Bei dem Stellgliedertest ist es natürlich wichtig, dass wir das Bauteil einmal kurz ausbauen, dass wir auch sehen können, dass sich die Klappe bewegt. Denn ist die Klappe irgendwie ab oder mechanisch unterbrochen? Ein Surren werden wir immer hören. Wenn ich dann aber nicht sehe, ob sich die Klappe auf oder zu bewegt, dann habe ich eigentlich nichts gekonnt, weil ich dann nur höre, okay, da tut sich was. Wichtig ist also, Klappe ausbauen. Das zeigen wir euch gleich, wie die umgebaut wird. Da kann man sehen, ist relativ einfach mit 3 Schrauben rausziehen und auch schauen, ob beim Stellgliedertest die Bewegung wirklich da ist. So, jetzt haben wir über diese Klappe schon vieles gehört. Johannes hat auch vieles erklärt, schon auch anhand des Testers. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man sie rausschraubt. Als erstes nehme ich mal
das Luftfiltergehäuse ab. Beim Rausbau sollte man sich nicht wundern, sie sitzt sehr stramm in der Ansaugbrücke drin, weil sie den komplett verschließt, den Raum. Man kann hier auch noch mal sehen, die ist auch ein wenig verölt. Jetzt zeige ich mal was. Aber wie kriege ich das hin? Sollte man vorher mal fühlen, ob hier im Ansaugbereich viel Öl ist. Wenn das passiert, dann läuft das Öl in die Elektronik rein und die neue Klappe wird auch ganz schnell wieder kaputt. So, jetzt nehmen wir die neue Klappe und groß beim Reinstecken brauchen wir nichts beachten, nur dass wir sie richtig rum reinsetzen. Das ist aber, kann man auch sehen, an den Abständen von den Aufnahmen her eindeutig vorgegeben. Beim Einbau eben darauf achten, dass ich sie komplett schon mal reinsetze. Es kann nämlich passieren, wenn die verkantet, dass eine von diesen Halterungen vielleicht abbricht. Das ist ja schade drum. Eben auf festen Sitz achten. Da soll man ernst bei bleiben. Wir lesen jetzt nochmal den Fehlerspeicher aus. Ja, wie wir sehen, kein Fehler vorhanden. Johannes hat die Fehlerauslese gemacht und ich mache jetzt das Schönere von den beiden Sachen. Ich mache eine Probefahrt. Probefahrt war erfolgreich. Kleine Klappe, große Wirkung. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einen Kommentar.